Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's gut. Heute wollen wir mal über das Stürmerproblem beim FCM reden. Man hat seit 3 Spielen nicht mehr getroffen, dementsprechend auch eine Torflaute entwickelt. Und natürlich kann man jetzt einen gewissen Vergleich zu letzter Saison ziehen mit dem Topstürmer Martin Kaas, der dann in die Bundesliga gewechselt ist für etwa 4 Millionen. Und wir haben dafür ein paar Satzspieler geholt, Unai Wu, Bräunig, zudem hat man dann noch Ormström, Marusic und Koinja. Das sind 5 Stürmer, über die wollen wir heute alle reden. Ihr dürft eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben. Ich gebe da auch wieder meinen Senf dazu und sag auch, welcher Stürmer aktuell mein Lieblingsstürmer ist und wen ich aktuell am meisten als Chaos-Ersatz sehe, der potenziell da vielleicht nochmal sich entwickeln könnte. Eins ist zumindest aktuell klar, Bräunig und Unai Wu sind definitiv noch nicht perfekt an den Verein angepasst. Das wird sich auch sicherlich noch 1-2 Monate ziehen. Das ist ganz normal. Sie kamen sehr spät, sind erst jetzt etwa 1 Monat im Verein und brauchen definitiv noch Anlaufzeit. Diese hat Kaas auch definitiv gebraucht, denn er hat die ganze Vorbereitung mitgemacht und hat dementsprechend auch seine Zeit gehabt. Nun wollen wir aber auch jetzt final reinstarten. Nämlich hier sehen wir schon mal die ganzen Stürmer. Wir fangen direkt mal bei Emil Koinja an. Er spielt aktuell gar keine Rolle mehr im Team vom FCM, spielt nur noch unregelmäßig Regionalliga Nordost, wird dementsprechend auch sehr wahrscheinlich ein Abgang von ihm abzeichnen. Er wird sicherlich nicht mehr zum FCM zurückkehren in die erste Mannschaft und dementsprechend wird man auch mit ihm ganz schnell abhaken und das machen wir nämlich auch. Damit gehen wir zu Alexa Marusic, einen interessanten Stürmer, der auch eigentlich viel gespielt hatte. Bei seinem vorherigen Verein Sheriff Tiraspol war da der Top-Stürmer, auch mit einem guten Marktwert bestattet. Hatte da ganze 10 Einsätze in der Liga, 6 Tore geschossen, zudem noch im moldauischen Pokal auch nochmal 2. Hatte damit 8 Scorer, das war ganz in Ordnung. Zweite Bundesliga konnte er nicht überzeugen und nun ist er auch gar kein Teil mehr in den Planungen vom FCM. Und damit kann man ihn dadurch auch relativ schnell abschließen, weil er auch nur noch zweite Mannschaft spielt. Damit kommen wir zum aktuellen, wahrscheinlich besten Stürmer im Kader, was nur die Statistiken angeht. In 6 Spielen schoss Ormström in seinem Startelf Debüt, müsste es gewesen sein, seinen ersten Doppelpack und konnte damit auch schon mal zeigen, was er kann. Vor allem zuletzt war er aber gegen Schalke sehr, sehr schlecht drauf und fehlt nun auch jetzt wahrscheinlich Minimum noch für das Elversberg-Spiel verletzt. Bei ihm ist es so ein typischer Verlauf, dass er verletzt ist, dann spielt, verletzt ist, dann spielt, verletzt ist, dann spielt. Und das ist sehr, sehr schade bei Ormström, denn eigentlich kann er sicherlich was am Fuß, ist vor allem für die Gegner, die höher sind und auf defensive Arbeit gehen, eigentlich ein sehr, sehr perfekter Stürmer. Zeigt das nun aber aktuell leider überhaupt nicht. Vor allem gegen Schalke eigentlich eine Mannschaft, die genauso tickt. Gegen dann eine andere Mannschaft wie Fürth konnte das zeigen, aber dementsprechend war das auch schlechte Defensivarbeit. Ist aktuell sehr, sehr schwierig zu sagen, wie es mit ihm weitergeht. Für mich ist er aktuell nur Stürmer Nummer 3 und hat auch nicht mehr Qualität als das aktuell. Er muss definitiv noch ein bisschen wieder in Form kommen und wie gesagt, ist er aktuell wieder verletzt. Damit kommen wir zu dem aktuellen nächsten ähnlichen Stürmertyp wie Ormström, bloß nochmal ein bisschen schneller. Maximilian Bräunig von Heidenheim ausgeliehen, ist auch aktuell der so am meisten bevorzugt wird von Markus Fiedler. Und das zeigt sich auch in den Einsätzen, ist jetzt 69% der Minuten gegangen, 67% Startquote, ist 2 davon natürlich von Anfang an gegangen. Da hat er aber auch Fiedler nicht so viele weitere Optionen, denn er kann sich mit dem Team bereits verständigen, ist natürlich Deutsch, Amtssprache ist Deutsch. Dadurch hat er natürlich schon mal direkt einen Vorteil gegenüber Unai Wu. Ist ein schneller Stürmer, eigentlich ein Stürmer, der den Ball festmachen soll. Das macht er relativ in Ordnung, aber hat immer noch nicht dieses Stürmergefühl leider bis jetzt, dass er irgendwie da steht, wo er stehen muss. Das fehlt ihm noch. Das wird sicherlich erst in den nächsten Monat kommen, denn das dauert, wie gesagt, seine Zeit. Musste da ein bisschen Anlaufzeit einberechnen bei ihm. Auch das ist komplett in Ordnung, denn das gehört zum Fußball dazu. Auch wenn man aktuell eigentlich einen Stürmer braucht, der direkt funktioniert. Auch das ist natürlich für Fiedler ein dickes, dickes Minuszeichen, warum man dann auch keine Tore schießt. Und als nächsten Punkt haben wir Ado Unai Wu, den letzten Stürmer, für mich der interessanteste von allen.
der beste von allen. Ist ein sehr, sehr schneller Stürmer. Ein sehr, sehr ähnlicher Stürmer wie auch Martin Kars. Durfte bis jetzt nur einmal von Anfang an ran. Ich hoffe sehr, dass es gegen Elversberg den zweiten Startelf-Einsatz gibt. Denn ich bin mir sehr sicher, dass er die Qualität hat, in der zweiten Bundesliga für Furore zu sorgen. Die Tendenzen hat er mir auch schon gezeigt gegen Karlsruhe ein wenig. Ich fand ihn da wirklich nicht schlecht. Mal schauen, ob er sich dann da auch dementsprechend weiterentwickelt. Ich hoffe es sehr für ihn und für den FCM. Damit hätten wir dann einen zuverlässigen Stürmer, der sehr, sehr ähnlich ist wie Karas, der Zielstürmer von Artig sein könnte. Der braucht ja einen, der seine Laufwege kennt und dementsprechend auch verwandelt. Ich denke mal, da wird auch Artig wieder bessere Leistungen bringen. Das gehört sehr dazu bei ihm. Aber im Endeffekt kann man sagen, sagte das große Problem, dass die Stürmer nicht treffen. Die zwei Neuen haben noch kein Tor geschossen. Ormström verletzt, 2 Tore geschossen und alle anderen spielen keine Rolle beim FCM. Dadurch wird es natürlich auch schwierig mit dem Tore schießen irgendwann. Aber vielleicht funktioniert es ja das erste Mal gegen Elversberg. Schreibt eure Meinung dazu auch gerne in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen. Und damit, ciao Leute.